sind gerade aus Jordanien ausgereist, fahren jetzt durchs Niemandsland. Die Ausreise hat ungefähr eine Stunde gedauert. Und jetzt schauen wir mal, wie lange es für den Irak-Teil braucht. Guten Morgen! Wir haben hier direkt an der irakischen Grenze übernachtet. Gestern haben wir für den Grenzübertritt ungefähr 5 Stunden gebraucht und es war sehr, sehr chaotisch, wie immer an der irakischen Grenze. Es war dann am Nachmittag zu spät, um noch weiterzufahren, denn die Straße von hier bis nach Bagdad ist in der Nacht über gesperrt. Deswegen haben die Beamten gesagt, es ist sicherer für uns, wenn wir hier übernachten. Wir haben hier einfach neben diesem Haus hier geparkt. Ja, die Grenze, wie gesagt, war sehr chaotisch, sehr anstrengend. Es ist zurzeit auch Ramadan, deswegen haben untertags die halben Leute, die hier arbeiten, einfach geschlafen und waren nicht auffindbar. Deswegen war es für uns ein bisschen schwierig, all die Steps und all die benötigten Stempel und Papiere zu sammeln, weil die halben Leute einfach nicht da waren. Aber ja, 5 Stunden hat es gedauert, danach waren wir richtig fertig, dann wurden wir beim SIM-Kartenkauf auch noch ein kleines bisschen über den Tisch gezogen, aber mein Gott, das gehört wahrscheinlich ein bisschen dazu. Hier sind auch ganz viele Hunde, die hier herumliegen und herumlaufen und herumbellen die Nacht. Wir werden jetzt noch einen Kaffee machen und dann wahrscheinlich um 7:30 gleich losfahren. Dass wir so früh wie möglich loskommen und dass wir viel Strecke machen können, weil heute liegt ein großes Fahrstück vor uns. Es sind 500 Kilometer bis Bagdad und die möchten wir in einem Tag durchfahren. Ja. Geil. War das cool? Nein, nur Bilder. So, wir sind jetzt wieder unterwegs. Wir mussten gerade beim ersten Checkpoint ungefähr eine halbe Stunde warten, weil sie unsere Papiere kontrolliert haben und dann gesagt haben, dass wir nur mit Eskorte fahren dürfen bis nach Bagdad. Das wären 500 Kilometer mit Eskorte. Wir mussten ein bisschen warten, durften mit ihnen Fotos machen, haben Tee bekommen und jetzt dürfen wir doch alleine fahren oder momentan fahren wir zumindest alleine. Mal schauen, ob das so bleibt oder ob unsere Eskorte dann doch noch kommt. Dann liegt ihr, das sind wir ja 3 Stunden in Bagdad. Gott sei Dank sehr, sehr schnell vonstatten immer, außer jetzt beim letzten
Bagdad ist in der Nacht eben gesperrt, man darf den nicht befahren. Und jetzt geht die Sonne bald unter und wir sind jetzt alleine unterwegs, ohne Eskorte, weil die letzten Soldaten uns gesagt haben, wir dürfen jetzt 30 Kilometer alleine fahren, dann wartet die nächste Polizei auf uns und dort können wir dann hoffentlich irgendwo schlafen, denn bis nach Bagdad, es wären noch 200 Kilometer, das schaffen wir heute nicht. Guten Morgen! Wir konnten heute Nacht in Fallujah auf einem Parkplatz neben der Polizeiwache übernachten. Es war eine ziemlich laute Nacht, aber wir waren einfach nur froh, nach dem gestrigen Tag einen Schlafplatz zu finden. Wir sind jetzt heute früh um 7:30 schon losgefahren und ein paar Kilometer sind wir schon gefahren. Wir stehen jetzt an einer Tankstelle, hier sind auch ganz viele LKWs und Lukas ist jetzt mal losgelaufen mit den Kanistern und versucht Diesel zu bekommen. Das ist hier im Irak nämlich gar nicht mal so einfach, denn viele Tankstellen sind einfach außer Betrieb oder werden nicht immer beliefert, deswegen ist Diesel nicht immer verfügbar. Deswegen mal schauen, ob er erfolgreich ist. So, wir stehen jetzt an der irakisch-türkischen Grenze. Wir sind heute früh um 4 Uhr aufgestanden, dass wir um 5:30 schon an der Grenze uns anstellen können. Es hat bis jetzt auch alles super gut und super schnell geklappt. Für die irakische Seite haben wir nur 1 Stunde gebraucht, was sehr, sehr schnell ist. Jetzt stehen wir auf der Grenzbrücke und warten, dass wir zur türkischen Seite sozusagen weiterfahren können. Hoffen wir auch, dass wir jetzt nicht mehr so lange warten müssen. Und dass es dann danach auf der türkischen Seite auch so schnell geht. Und ja, dann freuen wir uns dann sehr, wieder in die Türkei einzureisen. Und wir freuen uns vor allem auf unsere erste Bide. Oh mein Gott, da bewegt sich mit.
Guten Morgen! Wir haben hier einen richtig schönen Stellplatz gefunden, in einem kleinen Wald. Man sieht schon, dass der Frühling hier voll im Gange ist, denn es ist alles so grün und blüht. Es ist richtig schön zu sehen nach einer so langen Zeit in eher trockenen Wüstengegenden. Die letzte Woche mit den ganzen Grenzübergängen und diese Strecke durch den Irak war sehr anstrengend für uns. Deswegen sind wir jetzt richtig froh, in der Türkei zu sein und es mal ein bisschen ruhiger angehen lassen zu können. Wir sind momentan im Südosten der Türkei. Wir waren letztes Jahr schon einmal in der Türkei für 3 Monate und haben uns total in das Land verliebt, aber wir waren nie im äußersten Südosten. Deswegen sind wir jetzt richtig froh, hier die Gegend ein bisschen zu erkunden und Neues zu sehen. Und ja, freuen uns schon sehr auf die kommende Zeit. Wir sind heute schon ein Stückchen weitergefahren und stehen jetzt hier in einer Stadt vor einer großen Mall. Wir müssen heute mal unbedingt unseren Wocheneinkauf machen und hier hinter mir in der großen Mall gibt es ein großes Migros. Deswegen gehen wir jetzt da mal hin und füllen unsere ganzen Vorräte auf. Und danach schauen wir mal, ob wir hier irgendwo auch was Leckeres zum Essen finden. Vielleicht eine Bide oder so. Das wäre richtig cool. Und ja, mal schauen. Wenn ihr mal in der Türkei seid, schaut unbedingt bei Migros vorbei und kauft euch diese Sarelle Haselnusscreme. Die ist so lecker, die wird aus türkischen Haselnüssen gemacht und schmeckt wie die innere Füllung von Bueno. Haben wir den? Wir haben hier eine Bide mit Kartoffelfüllung und Lukas hat da 2-mal Lahmacun. Das ist so wie eine kleine Pizza mit Hackfleisch und Gemüse belegt. Und dann haben wir noch 2 kleine Reispudding dazu bekommen. Und Lukas trinkt einen Ayran, den liebt er.
Kaisertal geschafft. Hier sind die Temperaturen sehr viel angenehmer und die Sonne kommt auch immer mehr raus. Unsere Pläne für die Türkei sahen eigentlich mal ein bisschen anders aus. Wir wollten den Großteil unserer Zeit im Osten des Landes verbringen, aber wir haben uns jetzt umentschieden und uns entschieden, spontan einen 800 Kilometer Umweg auf uns zu nehmen, um einen ganz, ganz schönen Ort zu erreichen, an dem wir auch letztes Jahr schon für eine sehr lange Zeit waren. Ja, wie gesagt, es fühlt sich richtig für uns an, jetzt dahin zu fahren. Scheiß auf den langen Umweg, wir machen das jetzt einfach. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg und freuen uns schon sehr. Danke fürs Einschalten. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar und abonniere unseren Kanal.